Natürlich gut eingebuttert mit Paste, gute Paste. Übelst gute Paste. Servus liebe Freunde, Hobby-Racer und Freunde des gepflegten Motorradsports. Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wie ihr es im letzten Video vielleicht mitgekriegt habt, ist mir bei meiner R1 hier hinten beim 300-Meilen-Rennen in Hockenheim die Kette gerissen. Scheiß die Wand an. Ja, dumm gelaufen, egal, was soll man machen? Ganz klar, neue Kette drauf, damit wir rechtzeitig für den Termin in Kroatien wieder fit sind und die Maschine ready. Deswegen gucken wir uns heute hier in diesem Video an, ob irgendwelche Schäden an der R1 sind und ziehen eine neue Kette drauf. Das Ganze begleiten wir natürlich mit der Kamera, damit ihr seht, dass ihr auch selbst sowohl die Kette als auch den kompletten Kettensatz wechseln könnt. In dem Sinne wollen wir gar nicht lang rumlabern, sondern gucken direkt erstmal, was genau brauchen wir denn dafür überhaupt. Und zwar brauchen wir natürlich als allererstes einmal eine neue Kette. Ich habe mich wieder für die RK-Kette entschieden. Die gleiche, die auch vorher schon drauf war und auch die gleiche, die mir gerissen ist. Natürlich, viele schreiben, mach doch eine DID ERV7 drauf, die ist verstärkt. Ja, mag alles sein, ist alles richtig. Aber die RK ZXW-Kette ist genauso verstärkt. Die ist auf einem gleichen Niveau wie die ERV7 von DID, ist genauso verstärkt, hat über 4 Tonnen Zugkraft, 4,2 Tonnen oder so, wenn ihr es genau wissen wollt. Das Ganze natürlich standesgemäß wieder in Gold, weil wir wissen es ganz genau, bisschen Bling Bling muss natürlich sein, gehört dazu. So, als nächstes brauchen wir noch ein Kettenblatt. Dann nehme ich mein gebrauchtes Kettenblatt, das ist noch gut, das hat noch keine großen Haifischzähne oder ähnliches, dass ich das jetzt austauschen müsste. Das Ganze ist ein 43er Kettenblatt, aktuell hier hinten verbaut, ihr seht es noch, ist ein 41er Kettenblatt. Das benutze ich aber nur in Hockenheim, weil ich sonst überall mit meiner 1543er Übersetzung einwandfrei perfekt zurechtkomme und überall fahren kann, außer Hockenheim. Da bin ich dann am Ende von der Parabolika im Begrenzer unterwegs, deswegen in dem Fall das 41er Kettenblatt drauf gehabt, aber das muss aus zwei Gründen runter. Zum einen, der nächste Termin ist in Kroatien, deswegen wieder 43 drauf, und zum anderen schauen wir mal genauer drauf und sehen, wenn wir uns genau den Zahn hier mal im Detail angucken, dass der unter dem Riss von der Kette gelitten hat. Das heißt, hier sind kleine Stücke abgebrochen, der hier, der nächste, der ist auch schon ein bisschen angeknabbert. Das heißt, das Kettenblatt war zwar neu für Hockenheim, aber kann ich jetzt nach dem Kettenriss direkt nehmen und in die Tonne kloppen. Wir machen vorne noch auf die Ritzelabdeckung und gucken, ob das Ritzel in Ordnung ist. Wenn ja, dann kann das drin bleiben. Wenn nein, kommt natürlich auch ein neues Ritzel rein. So viel zum Material, was neu verbaut wird. Jetzt gucken wir, welches Werkzeug wir dafür noch brauchen. Das ist zum einen natürlich selbstverständlich ein Kettennietwerkzeug. Da gibt es natürlich 1000 verschiedene Varianten. Manche sind besser, manche sind teurer, manche sind günstiger, manche sind scheiße. Ich habe hier eins von AFAM, das seht ihr hier, das ist relativ kompakt, aber ich habe mit dem echt gute Erfahrungen gemacht. Das kostet irgendwie um die 20 Euro oder so, ich verlinke es euch gerne mal unten in der Videobeschreibung, und das funktioniert einwandfrei damit, wenn man es richtig bedient. Wenn man da natürlich ohne Drehmomentschlüssel dran rumkeilt wie der letzte Blödjahr, dann verbiegt sich das natürlich auch, aber dann habt ihr wahrscheinlich auch an der Kette schon irgendwas defekt gemacht. Als nächstes brauchen wir noch einen kleinen Drehmomentschlüssel, um das Kettenwerkzeug auch ordentlich zu verschrauben. Die Kette wird mit 15 Newtonmeter verschlossen, deswegen ein kleiner Drehmomentschlüssel, der das entsprechend auch ab kann. Dann brauchen wir ansonsten noch ganz normales Werkzeug, einen kleinen Ratschenkasten, eine große Ratsche, um das Hinterrad auszubauen, und noch ein bisschen was für die Sauberkeit, das heißt Bremsenreiniger, ein Lappen und ein paar Handschuhe. Als allererstes fängt man normalerweise damit an, dass wir die alte Kette ausbauen. Das heißt, entweder mit einem Bolzenschneider oder mit einer Flex, oder wenn ihr ein Endnietwerkzeug habt, irgendwas von den Varianten werdet ihr schon zu Hause haben. Die alte Kette erstmal runterschmeißen. Fällt in meinem Fall flach, das hat sie von alleine schon erledigt. Aber normalerweise sucht ihr euch irgendwo eine Stelle, wo ihr möglichst vorsichtig an die alte Kette dran gehen könnt und sie dann teilen könnt. Meistens ist das hier unten im Bereich vom Bug der Fall, wo auf Höhe vom Seitenständer, sag ich mal. Dann könnt ihr den Seitenständer, wenn ihr ihn noch dran habt, wegklappen und dann die Kette an der Stelle entweder mit dem Bolzenschneider oder mit der Flex vorsichtig auftrennen. Dann zieht ihr die raus und dann geht es weiter, das dicke Hinterrad hier erstmal auszubauen, damit wir ans Kettenblatt kommen.
Jetzt, wo das Hinterrad und der Kettenschutz raus ist, können wir uns auch nochmal genau die Schwinge angucken, ob die irgendwelche Schäden von dem Kettenriss abgekriegt hat. Dafür nehmen wir uns einen Lappen, Bremsenreiniger, machen das Ding erstmal sauber und dann wird es genauer inspiziert. Dann können wir auch hier oben schön die Kettenführung mal ordentlich sauber machen und von dem ganzen alten Schmodder und Kettenfett befreien. Denkt immer dran, ein sauberes Motorrad ist ein sicheres Motorrad. Deswegen sauber machen und immer Auge drauf haben, ob irgendwo irgendeine lose Schraube ist oder irgendein anderer Defekt. So, die Schwinge hier hinten sieht soweit ganz gut aus. Das heißt, es geht zum nächsten Step hier vorne bei der Ritzelabdeckung weiter. Ich weiß, viele von euch fahren auf der Rennstrecke ohne die Ritzelabdeckung, um schneller das Ritzel mal entsprechend wechseln zu können. Aber sind wir mal ehrlich, wie oft kommt das vor? Wie oft wechselt ihr wirklich auf der Rennstrecke das Ritzel, das ihr vorne wirklich aufmachen müsst oder ähnliches? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Für mich selber ist es eher ein Sicherheitsnachteil. Das heißt, wenn die Ritzelabdeckung weg ist und die Ritzelschraube sich lösen sollte, was schon mal vorkommen kann, dann fliegt sie euch direkt um die Ohren. In dem Fall mit Abdeckung bleibt das Ganze eher noch zu und die Ritzelmutter kann nicht sofort irgendwo durch die Botanik fliegen. Deswegen lasse ich meine immer drauf und muss immer nur dran gehen, wenn ich die Kette wechseln will oder entsprechend umritzeln will, was in den seltensten Fällen der Fall ist. Ein weiterer Vorteil, die Original-Ritzelabdeckung beizubehalten, ist, dass man da, zumindest bei der R1, bei vielen anderen Motorrädern wird es ähnlich sein, noch diesen Gummischutz, wie ihr seht, der ist biegbar, flexibel, dazwischen habt. Wenn euch die Kette reißt und ihr sowas nicht dazwischen habt, es gibt natürlich auch für welche, die Original-Ritzelabdeckung abgemacht haben, Metallschützer, die sie dann kaufen können. Auf jeden Fall braucht ihr so ein Teil. Wenn euch die Kette nämlich reißt und ihr sowas nicht habt, kann es sein, dass euch die Kette hier vorne ein Loch in den Motorblock schlägt. Dann ist komplett Feierabend. Außerdem können wir jetzt auch gucken, ob die Ritzelmutter noch fest ist. In meinem Fall ist sie noch drauf, ist sie noch fest, aber wir sehen auch ganz genau an den Einschlagkerben von der Mutter, dass sie sich bewegt hat. Das heißt, die Einschlagkerben sind nicht mehr geschlossen und nicht mehr an der Stelle, wo ich sie eingeschlagen habe. Das soll natürlich im besten Fall gar nicht sein. In dem Fall hier gucke ich jetzt mit Drehmoment, dass die Schraube doch noch fest genug zu ist und an ihrem Platz sitzt und werde die Einschlagkerben dann wieder zuschlagen. So, gecheckt, die Mutter ist drauf, die Mutter ist fest, Einschlagkerbe ist auch wieder drin, das heißt, jetzt kommen wir zum eigentlichen Kettenwechsel. Um das Kettenblatt hinten ordentlich wechseln zu können, meistens sind die Muttern hier relativ fest angeknallt, ist es am besten, wenn ihr den Kettenradträger noch in der Felge lässt, weil ihr somit mehr Auflagefläche und mehr Haftung vom Gummi auf dem Boden habt. Das heißt, ihr könnt so besser das komplette Rad fixieren, um dann die Muttern hier vom Kettenradträger zu lösen. Ich zeige euch das Ganze mal und dann wisst ihr, wie es geht. So einfach kann es gehen. Jetzt sind alle Muttern gelöst und wir können das Kettenblatt rausnehmen. Neues Kettenblatt her, drauf, Muttern wieder drauf und mit entsprechendem Drehmoment über Kreuz wieder anziehen. Das Drehmoment findet ihr in eurem Werkstatthandbuch oder wenn ihr es nicht mehr habt oder nicht wisst, googelt es am besten einmal im Internet. Auf jeden Fall kriegen die mehr, als so mancher eigentlich gedacht hätte. Immer über Kreuz. Heißt die gegenüberliegende Mutter von der, die ihr gerade bearbeitet habt. Perfekt. Somit hätten wir das Kettenblatt gewechselt und das Hinterrad kommt wieder rein. So, Hinterrad ist drin, die Steckachse ist durch. Wir ziehen die Mutter von der Steckachse noch nicht fest, sondern nur leicht handwarm an, damit wir das Hinterrad nach vor und zurück bewegen können.
Das ist wichtig, damit wir jetzt ordentlich die Kette montieren können. Jetzt geht es zur eigentlichen Kette selbst und dann sind wir soweit auch schon durch. Mit dabei immer ein Kettenhohlnietschloss. Die Kette selbst, seht ihr, ist gut eingebuttert. Die nehmen wir jetzt und fädeln die entsprechend auf unser Motorrad ein. Wenn ihr die Kette soweit eingefädelt habt, dann seht ihr, dass jetzt genau noch eine Niete frei bleibt, wo das Nietschloss reinkommt. Das bauen wir jetzt ein, natürlich gut eingebuttert mit Paste, gute Paste. Übelst gute Paste. Und dann vernieten wir das Ganze. Dabei darauf achten, dass ihr nicht die kleinen X-Ringe verliert, die jetzt hier dazwischen noch kommen. Die müssen natürlich entsprechend genauso eingebuttert werden. Geizt da auf jeden Fall nicht rum und schmiert das Kettenschloss ordentlich dick ein. Die Dichtringe auch von beiden Seiten entsprechend gut einschmieren. So sieht das Ganze dann aus. Und dann rein damit. Und dann von vorne auch nochmal ordentlich Kettenfett drauf, weil hier die Dichtungen natürlich auch gefettet sein müssen. So, Fett ist drauf, Dichtringe sind drauf. Jetzt kommt noch die letzte Platte. Die drücken wir mit der Hand ordentlich an, dass sie nicht mehr verrutscht, und setzen auch direkt das Nietwerkzeug an. So, bei meinem Nietwerkzeug gibt es genau 2 Platten und 2 Schrauben. Wir haben einmal die Rückplatte, die kommt auf die Hinterseite der Kette, und wir haben einmal die vordere Platte, die hat für Schritt 1 vorne durchgängig die Furche und für den Schritt 2 den Dorn zum Vernieten. Ich habe die Kette mal nach unten gedreht, damit wir besser Licht haben und ihr das Ganze besser sehen könnt. Das heißt, jetzt von hinten die Platte anlegen, von vorne die Kettenniete drauf, das Ganze von der Seite verschließen und mit den Schrauben entsprechend anziehen. Das Ganze natürlich gleichmäßig machen, bis ihr merkt, dass ihr den Widerstand von der Kette zwischen dem Nietwerkzeug spürt. Immer wieder nachkontrollieren, dass ihr auch nicht irgendwo auf ein anderes Kettenglied oder auf irgendwelche Nieten drückt, sondern dass das Nietwerkzeug ordentlich an Ort und Stelle sitzt. Dann fangen wir an, immer in Viertelumdrehungsschritte zu drehen und dann die nächste Schraube zu nehmen. Erst oben, dann unten, dann wieder oben, dann wieder unten. Immer abwechselnd in Viertelumdrehungsschritte. Dabei immer wieder kontrollieren, dass ihr nichts verdrückt, sondern wir wollen nur so weit drücken, bis die Platte von der Kette ordentlich auf Höhe von den anderen Gliedern anliegt. Wenn ihr euch unsicher seid, nehmt lieber das Nietwerkzeug nochmal ab und prüft alles nochmal nach, bevor ihr irgendwas an der Kette oder am Nietschloss kaputt macht. Was wir am Ende nämlich auf jeden Fall vermeiden wollen, ist, dass wir ein steifes Glied einbauen. So, wenn wir jetzt genau darauf achten, haben wir jetzt die Platte vom Kettenglied genau auf Höhe von den benachbarten Gliedern liegen und die Kette ist trotzdem noch frei beweglich. Heißt, wir haben soweit alles richtig gemacht und können jetzt zum letzten Schritt kommen, die Kette zu vernieten. Dafür das Nietwerkzeug wieder auseinanderschrauben und die obere Platte umdrehen, damit wir jetzt den Dorn benutzen können. Legt euch schon mal den kleinen Drehmomentschlüssel zurecht mit 15 Newtonmeter. So, dann geht es wieder los, wie eben auch. Mit der hinteren Platte hinter das Kettenschloss auf die Nieten ansetzen und vorne die vordere Platte platzieren, und zwar so, dass der Dorn natürlich in die Hohlniete greift. Nochmal nachkontrollieren, dass ihr auch wirklich mit dem Dorn in der Hohlniete seid. Und dann wie eben auch erst oben, dann unten gleichmäßig in Viertelumdrehungen anziehen, bis die 15 Newtonmeter am Drehmomentschlüssel erreicht sind. Nehmt euch für die ganze Aktion auf jeden Fall Zeit, bevor ihr irgendwas überhastet macht, und am Ende geht mehr kaputt, als dass ihr irgendwas ganz macht. Wenn ihr die Niete vernietet habt,
und das Ganze dann so aussieht, habt ihr soweit alles richtig gemacht. Und dann könnt ihr zur zweiten Niete übergehen. Und ihr habt eure erste eigene Kette vernietet. Perfekt. Jetzt geht es natürlich dran, das Ganze wieder retour zu bauen. Das heißt, als erstes machen wir vorne die Ritzelabdeckung wieder drauf. Und als letzten Step natürlich nicht vergessen, die Kette hinten auch wieder ordentlich zu spannen. Dafür am Hinterrad an den Kettenspanner entsprechend die Spannung einstellen. Im Groben ungefähr 20 bis 30 mm Spiel von oben bis unten. Aber checkt lieber nochmal ganz genau in eurem Werkstatthandbuch nach, beziehungsweise in eurem Serviceheft, was für euer Motorrad genau gilt. Wichtig hierbei zu beachten ist, dass ihr beide Seiten gleichmäßig einstellt und vor allem dran denken, dass ihr ein bisschen lockerer lasst, weil erst wenn ihr die Achsmutter richtig festzieht, kriegt die Kette auch nochmal die finale Spannung. Das heißt, es ändert sich nochmal, wenn sich hier drin die Achse verdreht und die Kette dann nochmal nachspannt. Deswegen immer erst am Ende nochmal kontrollieren, ob es auch soweit in Ordnung ist. Und vor allem bei einer neuen Kette, die wird sich definitiv am Anfang noch ein bisschen längen, regelmäßig nachkontrollieren, ob die Kettenspannung auch weiterhin passt. Leider ist mir der Akku vom Mikrofon in dem Moment dann ausgegangen, aber die letzten Steps sind jetzt, die Kette nochmal ordentlich zu reinigen, damit ihr die ganze Butter, die vom Auslieferungszustand drauf ist, komplett runtergereinigt habt. Sie saut sonst euer komplettes Moped voll. Deswegen einmal, in dem Fall, ich mache es immer mit Diesel, die Kette richtig schön sauber machen und im nächsten Step dann mit dem Kettenspray eurer Wahl einmal neu einfetten. Ich benutze immer weißes Kettenspray von S100, keine gesponserte Werbung, aber bin damit super zufrieden, kann ich sehr empfehlen. Ich verlinke es euch unten mal in der Videobeschreibung. Aber nutzt einfach das Kettenspray eurer Wahl und pflegt eure Kette ordentlich. So, damit ist die Kette nun einwandfrei montiert, gespannt und gereinigt und das Motorrad ist bereit für den nächsten Einsatz. So Freunde, das war's. So viel zum Thema Kette wechseln bzw. Kettensatz wechseln und dabei alles drumherum zugehörige kontrollieren. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr dabei was lernen konntet und wenn ich euch weiterhelfen konnte, damit ihr in Zukunft euren Kettensatz alleine wechseln könnt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wer noch irgendwelche Fragen zum Thema hat, dann ballert sie einfach unten wie immer in die Kommentare rein und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Ansonsten, wer noch Lust auf ein weiteres Video von mir hat, der guckt jetzt hier oben beim 300-Meilen-Rennen vorbei, da wo mir die Kette gerissen ist. Oder hier unten gibt es nochmal ein Video über meinen Doppelcrash in Kroatien. Viel Spaß beim weiteren Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.